Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Sagst du mir, wie man Winkel zeichnet? Du, ich verstehe dich gar nicht. Was hast denn du da im Mund? Oh, ein Geodreieck? Hallo Rebecca. Jetzt verstehe ich dich. Kannst du mir zeigen, wie man Winkel zeichnet? Das kann ich machen. Warum willst du das eigentlich wissen? Mein Lehrer war nicht so zufrieden heute. Mit deinen Zeichnungen? Ja, Hast du mit Bleistift gezeichnet? nein, mit Füller. Ja. Hast du denn einen Bleistift? Klar, Ist der auch gespitzt? nein. Na siehst du, morgen zeichnest du mit gespitztem Bleistift und dann ist dein Lehrer schon sehr viel zufriedener mit dir. Okay, ich kann es mal probieren. Gut. Ich kann dir trotzdem noch zeigen, wie man Winkel zeichnet. Bitte. Dazu erst ein paar Begriffe, damit wir uns besser unterhalten können. Ja, Jeder Winkel hat zwei Schenkel. ja, Das sind die beiden Striche. ja. Und die treffen sich im Scheitelpunkt. Okay. Gut. Und jetzt gibt es verschiedene Sorten Winkel, die haben alle auch einen eigenen Namen. Und wir gehen die jetzt systematisch durch und ich zeige dir von jedem, wie man die zeichnet. Ja. Ein Winkel, der 0 Grad groß ist, heißt Nullwinkel. Ha. Und der ist ganz einfach zu zeichnen, weil beide Schenkel liegen übereinander. Das heißt, du machst einfach nur eine Linie und schon hast du deinen Nullwinkel gezeichnet. Ja. Gut. Ein Winkel, der zwischen 0 und 90 Grad groß ist, heißt spitzer Winkel. Ja. Pieks. Au. Das war ein spitzer Winkel. Ja, jetzt habe ich dich hier mit dem Scheitelpunkt gepiekst. Haha. Ja, spitze Winkel sind spitz. Habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir wollten einen 63 Grad großen Winkel zeichnen. Ja. Dazu mache ich erstmal den ersten Schenkel, das heißt, ich mache einen Strich mit dem Geodreieck. Ja. Und jetzt muss ich sicherstellen, dass ich das Geodreieck richtig hinlege. Und zwar die 0 vom Geodreieck an das eine Ende von der Linie. Das heißt genau an den zukünftigen Scheitelpunkt. Okay. Und an der langen Seite vom Geodreieck muss jetzt ganz exakt diese Linie langlaufen. Ja. Also guck, dass du es nicht zu schräg anlegst. Okay. Wenn das dann richtig liegt, musst du die 63 Grad auf dem Geodreieck finden. Es gibt aber leider 2 Grad-Skalen. Na super. Und jetzt musst du die richtige der beiden 63 Grad raussuchen. Dazu guckst du jetzt an der langen Seite vom Geodreieck, wo die Linie lang läuft. Ja. Welche der beiden Gradskalen fängt da an mit den kleinen Zahlen? Also bei 0. Ja, wo dann auch die 10 Grad steht. Ja. Und da läufst du dann lang. 10, 20, 30, 40, 50, 60 Grad. Das sind die großen Striche ganz außen am Ja. Geodreieck. Und dann noch 3 kleine Striche weiter. Dann bist du bei der 63. Und da machst du eine Markierung. Ja. Und die Markierung verbinde ich mit meinem Anfangspunkt. Genau, mit der Stelle, wo du die 0 angelegt hattest. Und dann habe ich 2 Schenkel und einen Scheitelpunkt. Genau, dann hast du den 63 Grad Winkel gezeichnet. Ja, mit Füller sah das schlimm aus. Glaube ich dir. Und was mit der anderen Skala? Ah ja, die andere Skala, die könntest du benutzen, wenn du von Anfang an den Schenkel in die andere Richtung gezeichnet hättest. Ja. Weil wenn du dann nämlich das Geodreieck mit der 0 anlegst Ja. und dann wieder guckst, wo die 63 Grad ist, musst du da ja die Skala nehmen, Die bei 0 anfängt. die da bei 0 anfängt, wo Ja. die Linie am Geodreieck ist. Stimmt. Und das wäre dann in dem Fall die innere Skala. Okay. Und dann gehst du da auf der inneren Skala bis zu 63 Grad, aber trotzdem halt außen am Geodreieck lang. Ja. Machst da die Markierung und verbindest sie wieder mit der Stelle, wo die 0 ist. Okay. Gut. Verstanden. Ja. Die nächste Winkelsorte ist ein rechter Winkel. Den kenne ich. Woher kennst du den? Fenster, Türen, Backofen, Backofen, genau. Ja, viele Gegenstände im Räume, Haus. Raumecken. Stimmt, ja. Genau. Also das sind alles rechte 90 Winkel, Grad. 90 Grad Winkel. Ja. Und jetzt ist es so, dass die normalerweise ungenau werden, wenn man da auch das mit der Methode mit der Markierung macht. Deswegen Ja. gibt es eine bessere Methode. Und zwar hast du ja auf deinem Geodreieck hier in der Mitte so eine besondere Linie. Ja. Die Zauberlinie. Oder auch Mittellinie. Okay. Und die braucht man immer für die rechten Winkel. Okay. Um jetzt also einen 90 Grad Winkel zu zeichnen, zeichnest du erstmal einfach eine Linie, also den ersten Schenkel. Genau. Und dann legst du dein Geodreieck so an, dass diese Zauberlinie genau auf diesem ersten Schenkel liegt, dass die also praktisch
deine gezeichnete Linie verdeckt. Ja. Und dann schiebst du das Geodreieck genau dahin, dass die 0 vom Geodreieck am Anfang dieser Linie liegt. Ja. Und dann kannst du nach links oder nach rechts zeichnen von der Stimmt. 0 aus und da entsteht dann rechter Winkel. Eigentlich ganz einfach. Ja, und wenn du gleichzeitig nach rechts und links zeichnest, hast du halt gleich 2 rechte Winkel gezeichnet. Ha! Und rechte Winkel markiert man nicht, indem man 90 Grad reinschreibt, könnte man auch, aber man hat sich geeinigt, einfach einen Punkt reinzumalen Ja. und das ist dann der 90 Grad große Das Winkel. hatte ich mir noch behalten. Gut. Weiter geht's. Die nächste Winkelsorte, Pieks, Nein, tut nicht mehr weh. hat mich wehgetan. Ist stumpf. Ja, heißt stumpfer Winkel. Ha. Stumpfe Winkel sind zwischen 90 und 180 Grad groß. Und man zeichnet sie genauso wie die Spitzenwinkel. Na dann. Wir machen trotzdem noch mal ein Beispiel. Sagen wir, ich will einen 128 Grad großen Winkel zeichnen. Okay. Ich zeichne den ersten Schenkel, Ja. lege das Geodreieck so an, dass die 0 am einen Ende ist, da wo Ja. der Scheitelpunkt hinkommt, und dass die lange Seite vom Lineal genau an der Linie lang läuft. Ja. Dann gucke ich, welche der beiden Gradskalen fängt da an, Ja. wo die Linie lang läuft. Und laufe die Gradskala lang, bis ich bei der 128 Grad bin. Mache mir außen die Markierung Ja. und verbinde die Markierung mit der Stelle, wo ich die 0 angelegt hatte. Und schon habe ich wieder 2 Schenkel. und einen Scheitelpunkt. Genau. Jetzt erkläre ich noch eine Methode für Geübte, für fortgeschrittene Profis. Muss ich nicht zuhören. Ach doch, das ist nicht so schwierig. Man kann auch Winkel ohne diesen Markierungsstrich zeichnen. Dann würde man auch erstmal den ersten Schenkel zeichnen, also einfach eine Linie. Dann die 0 des Geodreiecks an das eine Ende der Linie legen und dann das Geodreieck schieben, so dass diese Linie unterhalb der Gradzahl zu liegen kommt, die ich zeichnen will, also unterhalb der 128 zu liegen kommt. Und hier ist die Schwierigkeit eben, es gibt auch diese 2 mal 128 Grad auf dem Geodreieck und um jetzt zu wissen, welche der richtige ist, brauche ich halt ein Gefühl für die Winkel. Also ich muss dann einschätzen, ist der jetzt so groß, wie er sein sollte. Das kriegt man gut hin, indem man den mit 90 Grad vergleicht. 128 ist ja größer als 90 Grad. Das heißt, wenn der Winkel, den ich da jetzt zeichne, auch wirklich stumpf ist, also größer als 90 Grad, dann ist es die richtige 128. Ja. Und wenn es dann aber ein spitzer Winkel wäre, dann habe ich die falsche Zahl auf dem Geodreieck Ja. gewählt. Also damit müsste man es dann nochmal einfach vergleichen. Okay. Zu kompliziert. Du kannst es einfach mal ein paar Mal ausprobieren. Ja, mache ich. Ja, der Vorteil ist, man spart sich eben einen Schritt. Man muss nicht so extra einen Markierungsstrich machen. Ja. Das wird ein bisschen exakter. Gut. Die nächste Winkelsorte Easy. heißt gestreckter Winkel und ist exakt 180 Grad groß. Und den zeichnest du einfach, indem du eine Linie machst, irgendwo einen Scheitelpunkt hinmachst und einen Halbkreisbogen und schon ist die Sache geschafft. Und das gilt nur für 180 Grad. Ja, leider nur. Wie heißt der? Gestreckt. Gestreckter Winkel. Ja. 180 Grad. Wenn jemand Spagat kann, dann macht er einen gestreckten Winkel. Das können nur die Mädchen bei uns. Üb doch mal besser, hey. Brauche ich nicht als Geier. Die nächste Winkelsorte ist ein überstumpfer Winkel. Das sind Winkel, die zwischen 180 und 360 Grad groß sind. Okay. Also zum Beispiel einer, der dich dann so aufessen will. Ja. Oder so einer. Pac-Man. Genau. Überstumpf. Um den zu zeichnen, müssen wir rechnen. Sagen wir mal, wir wollen einen 310 Grad großen Winkel zeichnen. Jetzt zeichnen wir den gar nicht, sondern seinen Gegenwinkel. Okay. Weil das Geodreieck selber geht ja nur bis 180 Grad. Stimmt. Deswegen ist es besser, einen Trick zu verwenden, um Winkel zu zeichnen, die größer sind als 180 Grad. Ein ganzer Kreis hat ja bekanntlich, 360 Grad. ja, und davon subtrahiere ich den Winkel, den ich eigentlich zeichnen möchte, nämlich die 310 Grad. Und dann haben wir, 50. ja, und jetzt Grad. zeichnen wir die 50 Grad
so wie schon erklärt. Ja. Und wenn du dann die 50 Grad gezeichnet hast, dann machst du den Winkelbogen aber einfach auf die Außenseite. Ah, clever. Und da hast du dann deine 310 Grad. Okay, verstanden. Gut. Noch ein Beispiel? Ja. Du willst einen 220 Grad großen Winkel zeichnen. Dann subtrahiere ich 360 Grad minus 220. Bleiben 140 Grad über. Und die zeichne ich an. Also einen Schenkel. Seht ihr da oben. Ich lege mein Geodreieck an. Dann suche ich mir die, wie viel? 140 Grad. Verbinde den Punkt mit meinem Anfangspunkt und markiere aber als Winkelbogen die lange große Seite. Genau, den Gegenwinkel. Und dann habe ich meine 220 Grad. Ja, Ah ja. so zeichnet man überstumpfe Winkel. Und als letztes fehlt nur noch der Vollwinkel, der ist 360 Grad groß, Ja. das heißt also eine ganze Umdrehung, ein ganzer Kreis. Ja. Da liegen auch wieder beide Schenkel übereinander, das heißt, du kannst einfach einen Strich zeichnen, einen kompletten Kreis drumherum und dann hast du deinen Vollwinkel gezeichnet. Na, doch gar nicht so schwierig. Ich probiere das morgen mal mit Bleistift Gespitzt. gespitzt. Ja, ich denke, dein Lehrer wird dann sehr zufrieden sein. Denke ich auch. Gut, Danke. dann gerne, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich winkel mal. Den hat sie ganz spontan aus dem Hut gezaubert. Dann winkel mal.